Diese und nächste Woche zeige ich euch, wie ihr dieses Puppenoutfit nähen könnt. Und zwar starten wir diese Woche mit dem Wickelshirt und nächste Woche zeige ich euch dann das Ballonkleid. Den Link zum Schnittmuster findet ihr unter diesem Video. Und das ist für eine 40 cm große Babypuppe. Wenn eure Puppe größer oder kleiner ist, dann müsst ihr euch das ein bisschen größer oder kleiner einfach ausdrucken. Genau, und zwar braucht ihr dazu ein ca. 50 x 40 cm großes Stück Jersey und elastisches Einfassband oder Falzgummi nennt man das auch. Das ist dieses Gummi, was man so falten kann. Und davon braucht ihr ca. 1 Meter. Dann passendes Nähgarn dazu und auf jeden Fall Jersey-Nadeln für die Nähmaschine, weil sonst gibt es Löcher im Jersey. Und dann braucht ihr noch ein kleines Bändchen, beziehungsweise 2 kleine Bändchen, so etwa 15 cm lang jeweils, wenn ihr das mit einer Schleife verschließen wollt, oder ein kleines Mini-Stückchen Klettverschluss. Genau, und als erstes schneiden wir uns das jetzt mal zu. Genau, es gibt 2 Schnittteile, die werden im Bruch zugeschnitten, nämlich einmal das Rückenteil RT und einmal den Ärmel. Den brauchen wir auch zweimal. Das heißt, ich lege mir jetzt hier einmal einen Stoffbruch entlang meines Fadenlaufs. So, jetzt schneide ich mir das Ganze aus. Ihr könnt euch das natürlich auch feststecken oder aufzeichnen. Ich mache das immer ohne. So, und den Ärmel brauche ich jetzt noch ein zweites Mal. Ja, jetzt habe ich hier meine Ärmel, mein Rückenteil und meine beiden Vorderteile. Und als nächstes schließen wir jetzt die Raglan-Nähte, das heißt die Nähte, die Ärmel mit den Vorder- und Rückteil verbinden. Und zwar beginnen wir hier mit dem Rückteil. Und ich habe jetzt hier keine linke und keine rechte Stoffseite. Wenn ihr einen Stoff habt, der eine rechte Stoffseite hat, dann achtet darauf, dass ihr das jetzt hier rechts auf rechts legt. So, und das stecke ich mir jetzt einmal hier fest mit 2 Stecknadeln. Und den zweiten Ärmel stecke ich mir auch schon gleich hier fest. So, und jetzt nähe ich mir einmal hier mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm einmal diese Naht zu und einmal diese Naht auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich mir die Nähte hier geschlossen und jetzt nähen wir die Vorderteile ran. Und auch hier müsst ihr wieder darauf achten, dass ihr rechts auf rechts legt. Auf beiden Seiten stecken wir uns jetzt die Vorderteile, Raglannaht auf Raglannaht. Und auch hier schließe ich mir jetzt wieder diese beiden Nähte hier, links und rechts mit 0,5 cm Nahtzugabe. So sieht das jetzt aus. Und bevor wir jetzt weiter nähen, versäubern wir jetzt diese Nähte hier, beziehungsweise die Nahtkanten, entweder mit einem Zickzackstich an der Nähmaschine oder mit der Overlockmaschine. So, jetzt sind die Nähte hier versäubert und jetzt nähen wir die Säume an den Ärmeln um. Das sind ja unsere Ärmel hier. Und zwar schlagen wir das einfach zweimal nach innen um. Und dann fixiere ich mir das hier auch nochmal mit 2 Stecknadeln. So, auf der anderen Seite genauso. So, und jetzt steppe ich mir einmal hier entlang der Umschlagkante mit dem Zickzackstich lang, damit die Ärmel weiterhin elastisch bleiben und beim An- und Ausziehen leicht über die Hände der Puppe rübergehen. So sieht das jetzt aus. Und jetzt lege ich mir das wieder so hin und schnapp mir hier die Ärmel und falte die einmal in der Mitte. So. Und jetzt haben wir nämlich hier die Ärmelnaht und die Seitennaht quasi in einem Rutsch. Das heißt, wir legen uns hier Kante auf Kante. Und auch hier stecke ich mir das ein bisschen fest. Einmal hier vorne, damit die Ärmelsäume schön genau aufeinander liegen. Und auch einmal hier die Naht an der Achsel, beziehungsweise die Raglannaht sollte schön aufeinander liegen. Auf der anderen Seite genauso. So, man kann das auch noch mehr stecken, aber ich habe gerade irgendwie einen akuten Mangel an Stecknadeln. Deswegen mache ich mir jetzt nur die beiden hier hin. Wenn ihr noch eine mehr zur Verfügung habt, könntet ihr hier auch noch eine setzen, dann ist es noch leichter zu nähen. Jersey verrutscht ja immer leicht so ein bisschen unter der Nähmaschine, deswegen macht es das einfacher, wenn man ein paar mehr Stecknadeln setzt. So, genau, und jetzt nähen wir uns einmal hier entlang links und rechts die Seiten- und Ärmelnähte zu. Und auch hier versäubern wir uns
nach dem Nähen nochmal die Nähte mit der Overlockmaschine oder dem Zickzackstich der Nähmaschine. So, und die Overlocknähte bzw. die Fäden, die da überhängen, die habe ich hier bisher immer abgeschnitten, weil wir das ja noch mit einem Einfassband einnähen gleich. Aber am Ärmel passiert ja hier nichts mehr, deswegen können wir das nicht einfach abschneiden, weil sonst ribbelt das wieder auf. Deshalb nehme ich mir jetzt hier so eine kurze Puppennadel. Ihr könnt auch einfach eine Nähnadel nehmen und schiebt die hier in die Naht rein, in diese Overlock-Naht ein Stück. Und dann fädel ich das Fadenende hier in die Nadel ein und ziehe mir das hier rein. Und dann kann ich es ganz normal abschneiden. Da passiert dann nichts mehr und es ribbelt auch nicht mehr auf. So. Und genau dasselbe mache ich natürlich auf der anderen Seite. Gut. Jetzt können wir das auf links wenden. Auf rechts. So, und jetzt machen wir das Einfassband fest. Und zwar beginnen wir mit der unteren Kante, mit dem unteren Saum. Und ich mache das immer so, ich stecke mir das nur am Anfang an der äußeren Kante einmal fest und nähe das dann unter der Nähmaschine. Ihr könnt das natürlich auch das ganze Band euch einmal fixieren mit Stecknadeln. Und ein super guter Trick, wenn ihr was Elastisches nähen müsst oder was besonders Fummeliges ist, euch ein Stück Papier unterzulegen. Dadurch lässt sich das viel leichter nähen. So, und das hier ist jetzt ein altes Stück Papier und das kann ich mir jetzt einfach so abreißen. So, und jetzt habe ich das hier super gerade und schön aufgenäht. Und jetzt schneide ich mir das hier einmal ab, gerade an der Kante und hier auch, so dass ich eine saubere Kante habe. Und als nächstes nähen wir jetzt das Gummi hier rum, um den Halsausschnitt sozusagen. Und da ist eine Besonderheit, das heißt, ich kann hier nicht einfach mit einer offenen Kante anfangen, weil das sieht natürlich nachher nicht schön aus. Das heißt, ich nehme mir das erst ein kleines Stück so rum hier fest, direkt an der Ecke, mache ich mir so eine kleine Quernaht und dann kann ich es umstülpen und festnähen und dann habe ich nicht diese unschöne offene Kante. So schaut es aus, wenn das genäht ist. Und jetzt schneide ich mir hier die Kanten ein bisschen zurück, die Ecken, vorne und hinten. Jetzt kann ich mir das umklappen und habe hier dann eine schöne saubere Anfangskante. Und jetzt steppe ich wieder hier mein Falzgummi fest und das mache ich wieder mit Hilfe von Papier, damit mir das nicht wegrutscht, weil gerade hier bei dieser gebogenen Kante ist es noch schwieriger zu nähen. Deswegen meine Empfehlung, das mit Papier zu machen. Und es gibt noch einen Trick, das habe ich eben vergessen zu sagen, und zwar, wenn ihr das Papier hochfaltet entlang der Naht, dann könnt ihr das anschließend ganz leicht abreißen. So, jetzt haben wir uns hier den Halsausschnitt geschlossen und jetzt fehlt nur noch dieses vordere Stückchen. Und da haben wir zwei Kanten. Das heißt, wir machen das an der einen Kante wieder so wie hier am Anfang, dass wir das erst festnähen. Und die andere Kante, die nähen wir uns vorher schon um, sodass wir hier nicht stoppen müssen und dass wir trotzdem einen sauberen Abschluss bekommen. Und das machen wir folgendermaßen. Also als erstes fangen wir hier unten an, so wie eben. Also einmal verkehrt rum das Band rumfalten und dann einmal hier oberhalb der Kante verriegeln. So, und auch hier schneide ich mir wieder die Ecken zurück, damit die nicht darunter hervorgucken. Und jetzt messe ich mir hier die Länge ab, die ich brauche für dieses Stück. Versucht da ziemlich genau zu sein, damit euch hinterher nichts übersteht. Ihr könnt ein bisschen Zug auf das Gummiband machen. Ist besser, wenn es ein Tick zu kurz ist, anstelle zu lang. So, und hier ist jetzt meine Ecke und das markiere ich mir mit einer Stecknadel. Und zwar markiere ich mir das aber nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen, weil ich muss es ja andersrum umnähen.
So, also ich falte das einmal rechts auf rechts quasi, das Band, und stecke mir das hier ab. Und hier nähe ich mir jetzt einmal quer und schneide das dann ab, sodass ich hier ja auch eine Kante habe. So, jetzt habe ich mir das abgenäht und jetzt kann ich das hier so ganz knappkantig abschneiden. Knappkantig deshalb, damit man das auch noch gut nach innen und umschlagen kann. So. Und jetzt passt es hier drauf. Und wenn ihr ein Band einnähen wollt zum Zubinden, dann könnt ihr das Band jetzt hier an der Ecke gleich mit einnähen. Dann habt ihr das nämlich schon mit drin. Und zwar legt ihr das einfach da oben drauf, so rum. Also quasi mit der rechten Seite nach unten, falls euer Band auch wie mein Samtband hier eine linke und eine rechte Seite hat. Ja, so sieht das jetzt aus. Wenn ihr jetzt Klettverschluss machen wollt, dann müsstet ihr hier auf der Rückseite eine kleine Ecke Klettverschluss anbringen. Und dann entsprechend auch hier. Und hier nehmen wir uns jetzt unser zweites Stück Band fest. Und zwar etwa auf Höhe der Naht hier. Habe ich mir jetzt einfach mein Band mit so ein paar Stichen einmal fest, damit ich mir hier dann eine Schleife binden kann. So, und so sieht mein Jäckchen jetzt aus. In der nächsten Woche zeige ich euch, wie das passende Ballonkleid dazu genäht wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, denn auch sonst poste ich jede Woche ein neues Video rund ums Puppenmachen.